Herzlich willkommen, ich bin heute hier bei Körper bewegt in Linz. Das ist Ulrike Bauer. Sie ist die Inhaberin von Körper bewegt und ja, vielen Dank für deine Zeit heute, für Sehr das gerne. Interview. Nur ganz kurz, du bist Tanz- und Bewegungspädagogin und hast während der letzten 20 Jahre ein Konzept entwickelt, das den gesamten Körper umfasst, dieses Körper bewegt Konzept. Und wir haben ja auch gemeinsam ein Buch geschrieben. Für alle, die das noch nicht kennen, lebe smart und bleibe frei. Hier schreiben wir ganz viel über Körper und Persönlichkeit und wie man eben in 21 Tagen sein gesamtes Körperbild verbessern kann, seine Gesundheit, sein Wohlbefinden und das eben speziell im digitalen Zeitalter. Ja, liebe Uli, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen was erzählen über Körper bewegt, über dein Konzept. Die Körperbewegt-Methode ist eigentlich meiner Auffassung entsprungen, von was ich total überzeugt bin, dass wir weder mental alleine was schaffen, aber auch nicht körperlich. Das heißt, diese Körperbewegt-Methode beinhaltet auch beides, dass wir einerseits von diesem extremen Tempo des Alltags einmal runterfahren dürfen, zum idealen Tempo finden und dass dazu aber auch gleichzeitig kann das passieren, der Körper ausgeglichen wird. Und das passiert in Übungen, einerseits die Tiefenwirkung zu den Faszien, dass man findet. Es passiert über das ganze Körpernervensystem, die inneren Räume wieder weit werden zu lassen. Das heißt, Gelenke werden freigespielt und damit der ganze Körper umfassend, genauso aber auch der Geist freigespielt durch diese dreidimensionalen Übungen. Wow. Also das kommt ja aus dem Tanz, glaube ich, aber ist nicht nur für Tänzer, sondern wirklich für jeden geeignet, dein Konzept. Und du gibst ja auch Ausbildungen für dieses Konzept. Sagen wir eher so, mein Ursprung ist im Tanz drinnen. Natürlich sind dadurch einmal Grundideen vor eigentlich sogar fast 30 Jahren gekommen, weil ich selber habe eben die Tanzpädagogenausbildung, aber auch Bühnentanz gemacht und das hat zu der damaligen Zeit auf jeden Fall leider dazu geführt, dass immer wieder Verletzungen aufgetreten sind, dass der Körper doch irgendwo gelitten hat. Und ja, bei vielen Sachen war einfach rein medizinisch keine Möglichkeit. Es hat sich aus dem heraus einmal so der Ursprung entwickelt, wie könnte ich mir selber helfen, bei Verletzungen zum Beispiel auch. Und dann aber ist es schon immer mehr in eine andere Richtung gegangen, eigentlich so dieses allgemein umfassende Körperprinzip zu erfassen. Klar können es auch Tänzer machen und es hilft, aber es ist viel, viel mehr nur dafür gedacht, für den heutigen Alltag mehr Bewusstsein zu haben, einfach den Alltag lebendiger werden zu lassen, wieder mental genauso wie körperlich den Alltag mehr zu leben und zu erleben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil vieles haben wir auch schon über die Zeit jetzt verloren. Dieses mentale, dieses Bewusstsein einfach auch für den Körper, sich selbst zu spüren. Ne? Wenn wir immer in dieser digitalen Welt unterwegs sind, leidet ja auch das Körperbewusstsein so in der Gegenwart darunter. Das ist absolut. Ich meine, gerade wenn wir jetzt von der digitalen Welt sprechen, das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich sehr, sehr befasse, weil ich einfach sehe, wie die körperlichen Reaktionen passieren. Nicht nur, wie man glaubt, bei Kindern oder Jugendlichen, es ist wirklich bei Erwachsenen das Gleiche. Das kann man sich einfach so vorstellen, ich habe einfach eine nicht reale Welt vor mir. Das Gehirn denkt aber sehr wohl in diese Welt hinein. Das heißt, der ganze Körper wird gezogen, rein körperlich gesehen, in eine Richtung. Und damit verliere ich aber dieses Prinzip meines inneren Raumes. Das kann ich mir ganz einfach vorstellen. Ein Raum hat einfach, so wie man vorstelle, 6 Richtungen. Und wenn ich wirklich im Körper bewusst sein will, müsste ich so die ganze Zeit in meinen 6 Richtungen sein können. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich den Rücken einfach, so wie ich jetzt sitze, mit der Luft kontaktiere, dass ich ja gut hinten bleibe und nicht ewig nur nach vorne körperlich strebe. Und das passiert aber im Alltag ganz, ganz massiv und dadurch passieren aber alleine nur durch die Kleinigkeit, wie man glaubt, extremst viele Verschiebungen. Also ich könnte mir auch vorstellen, so diese vorwärts gehaltene Kopfhaltung, ne, die wir ja immer als Problem haben bei Kieferbeschwerden. Ne? Immer diese Haltung jetzt nicht nur vom Smartphone, sondern ganz auch, ist das der Grund, weil ich einfach meine Rückseite nicht so wahrnehme? Genau. Okay. Das ist ein Thema, ich meine, die Rückseite alleine fehlt schon, aber ich meine, das kann man einfach ganz simpel sogar probieren, wenn man nur sitzt. Natürlich ist das viel Visualisierung auch, aber entweder ich lehne mich wirklich einmal realistisch an einem Stuhl, dass ich die Rückmeldung habe vom Sessel, bin ich in Kontakt. Gleichzeitig auch die Wahrnehmung, der Scheitel möchte zur gleichen Zeit den Plafond berühren.
und dann auch noch die Füße wollen den Boden berühren. Das ist das eigentlich Gleichzeitige, was das Gehirn von uns braucht. Wir glauben immer, dieses Multitasking, was wir haben, ist dieses Gleichzeitige. Da sind wir aber weit entfernt. Das ist das, was das Gehirn gar nicht wirklich kann. Aber sehr wohl die Gleichzeitigkeit in einem Thema nur körperlich zu sein. Das wäre das Ideal, was Gehirn und auch Körper brauchen würden. Und es wäre sofort der Ausgleich für den Körper da und speziell für das Kiefer natürlich. Wow. Ja. Kiefer, da wären wir schon bei einem spannenden Thema. Ne? Wir mit Joy Yoga, Kiefer Yoga. Kiefer ist ein sehr wichtiger, oft unterschätzter Bereich des Körpers, ein sehr sensibler Stresssensor. Genau. Hast du in deinem Konzept auch speziell für den Kiefer besondere Ansichten? Also so wie ich arbeite ja nicht im klassisch anatomischen Sinne, sondern eher im, wie man sagt, physiologischen Thema. Das heißt, wie der Körper zusammenspielt, Verbindungen des Körpers intern im Körper drinnen. Natürlich über das Fasziensystem, aber genauso über Muskelstränge, die verbunden sind, Knochensysteme. Und das, was ich zum Beispiel sehr stark verbinde, ist die Verbindung Becken und Kiefer. In dem Bild, das man sich vorstellen kann, allein wenn ich mir das Unterkiefer vorstelle, ist das ja so ähnlich wie eine Schale und genauso ist es der Beckenboden. Und dadurch sagt man eigentlich im Bewegungssystem sehr, sehr oft, dass die zwei funktionieren wie Zwillinge. Ist der eine frei, ist auch der andere Bereich frei. Und gerade im Becken, also das geht fast durch den Stress nicht anders, verspannen wir immens, wir versuchen festzuhalten, ja nichts mehr loszulassen. Und da kennen wir gar nicht aus, dass das auf sofort das Kiefer sich überträgt. Das heißt, es wären eigentlich so auch Beckenübungen zum Lockern des Beckens, würden sich dann auch auf den Kiefer auswirken? Positiv. Ganz genau und umgekehrt. Genau. Genau. Das heißt richtig, das Zusammenspiel, wie du gesagt hast, die ideale Kopfhaltung, das Bewusstsein für rückwärts überhaupt damit zu haben. Dadurch alleine bewirke ich schon für das Kiefer mehr Lösung, mehr Freiraum und dann die Übertragung auch noch einmal über Becken, also eben wiederum eine Art Ansicht der 6 Richtungen. Das Zusammenspiel öffnet da einiges. Aber dem ist man sich ja wahrscheinlich auch oft gar nicht so bewusst. Ne? Meistens. Also schon der Kiefer, die Kieferspannungen wahrzunehmen und dann vielleicht noch den Beckenboden wahrzunehmen. Also das ist ja wirklich nicht so einfach, ne? Wenn man es einmal übt, dann merkt man erst, wie einfach es wäre. Die Problematik ist einfach, dass wir im Alltag so gefordert sind, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, in den Tätigkeiten, die wir haben, dran zu denken. Und dadurch, dass wir immer nur eigentlich in einem Thema auch mehr verhaftet sind, können wir entweder das eine oder das andere irgendwo organisieren. Und dadurch, dass sie das aber beeinflusst, habe ich da kaum eine Chance, wenn ich nur in einem Thema bleibe. Also immer nur im Kopf, immer nur denken und dafür vergesse ich dann den Körper. Einerseits das, oder ich denke vielleicht sogar nur ans Kiefer und versuche es zu lösen, aber gleichzeitig vergesse den zweiten Bereich. Und das ist einfach schwierig, wirklich nur an einem körperlichen Punkt auch anzusetzen. Macht es echt schwierig, dass dieser Bereich dann sagt, so jetzt bin ich dran und jetzt muss ich aufmachen. Das ist eigentlich fast nicht möglich, weil es braucht immer irgendwo eine Zweitorganisation, so wie wir überall Kontraste haben, kann man sich das auch vorstellen. Ich kann erst sozusagen ein warmes Wasser erkennen, wenn ich weiß, was ein kaltes Wasser ist, sonst weiß ich das andere genauso wenig. Sehr spannend. Hättest denn du vielleicht für unsere Zuhörer und unsere Zuseher eine Übung für den Kiefer oder für das Becken, um dieses besser wahrzunehmen und auch zu entspannen? Wir können gerne eine ganz einfache Übung sogar machen. Wenn ihr mitmachen wollt, das wäre das Einfachste, ihr hört meine Stimme weiterhin, versucht einmal das mit geschlossenen Augen sogar zu erreichen. Das heißt, die Augen zu schließen und jetzt fangen wir sogar mit dem Auge selber mal an, spüren wir das Auge im Gesicht. Und da wirst du vielleicht sehr schnell merken, das Auge ist oft überstrapaziert, ist oft sehr, sehr in der Kraft der Muskulatur. Wenn du jetzt nur diese Muskeln wahrnimmst rund um die Augen, versuche mal, dass diese Muskeln, bildlich gesehen, schmelzen dürfen. Das heißt, der Muskel darf rund ums Auge, wie so ein Kreis rund ums Auge, ganz, ganz weich werden. Und dadurch wirst du vielleicht da spüren oder, wenn es da hilft, visualisieren können, das Auge kriegt mehr Platz, mehr Raum. Und jetzt kommt wirklich am Anfang eine reine Visualisierung, man spürt aber dann auch was dabei. Lass diese Augen, so frei wie sie sind, nach innen in den Kopf wandern. Schau den Augen sogar dabei zu, wie sie nach innen wandern, wie sie wandern Richtung Hinterkopf. Und vielleicht kannst du sogar vorstellen, dass sich die Augen da an der Innenseite des Hinterkopfes hineinlegen. Und da kann man ganz oft alleine dadurch wahrnehmen, jetzt kriegt der Hinterkopf schon alleine mehr Bedeutung.
der bleibt hinten, so wie er Hinterkopf heißt. Er wird weiter, er wird oft runder. Und wenn du jetzt spürst, hast ganz schnell mehr Bezug, mehr zum Nacken. Und am Weg zum Nacken befindet sich ja der hintere Bereich dann vom Kiefer, den man spüren kann. Und wenn du da jetzt auf die hintersten Zähne einmal achtest in diesem Zustand, auch die visualisiere einmal. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, was ich sage, aber versuche einmal wirklich nur zu visualisieren, durch einen inneren Blick zu spüren, wo du glaubst, dass deine hintersten Zähne sind. Das sind nämlich komischerweise nicht immer wirklich Zähne, also gar nicht nachtasten mit der Zunge. Das innere Auge gibt da oft ein völlig neues Fantasiebild. Das ist durch die Kieferknochen bedingt. Also wirklich einfach, wo du das Gefühl hast, da habe ich ein Gefühl, da ist mein hinterster Zahn oben und auch unten und das auf beiden Seiten. Und wenn du das so im Bild hast, deine 4 hinteren Zähne, lass bitte Platz zwischen dem oberen und unteren Zahn. Das heißt, du stellst dir vor, da ist wirklich Raum dazwischen, ein freier Raum. Das machst du natürlich auch aktiv dann, dass der wirklich vorhanden ist. Du wirst vielleicht auch merken, dass sich jetzt die Atmung vertieft verändert. Und so einfach als Plus noch dazu, wenn du da jetzt diesen Zustand hast, spür einfach ganz bewusst einmal, wie dein Becken am Sessel sitzt. Wie das Becken den Sessel berührt. Und das ist jetzt eine Gleichzeitigkeit, die wir eben brauchen. Die Augen nach hinten, dazu diese freien hintersten Zähne und das Berühren deines Beckens zum Sessel. Und du wirst sicher sehr bald merken, dass du brauchst gar nicht so viel mehr tun. Die Muskeln freier werden, einfach mehr Platz fürs Kiefer, für den Nacken entsteht. Und jetzt ist dann die hohe Kunst, wenn wir das öfter üben, in dem Zustand zu bleiben, wenn auch die Augen geöffnet sind. Und in diesem Zustand erstens hat man mehr innere Ruhe, ganz ein anderer Zustand in jedem Gespräch und wir bewegen automatisch das Kiefer einfach mehr, wenn wir diese Trilogie schaffen. Ja. Also ich habe das jetzt wirklich gespürt, ja, also diese Entspannung über die Augen und über die Zähne, also wirklich der Kiefer wird total schwer und man spürt sich richtig bis nach unten. Toll. Schön, Dankeschön. Super, sehr gerne. Ja, ja wenn Ihnen diese Übung gefallen hat, wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Take care, fürs Mal. Bye bye. Schönen Tag noch.